In diesem Video spreche ich über ein Thema, das viele Menschen mit schweren körperlichen Behinderungen betrifft, über das aber kaum jemand offen redet. Schamgefühle in der Pflege und wie man am besten damit umgeht. Dabei teile ich mit dir meine persönlichen Erfahrungen und gebe dir wertvolle Tipps, die mir geholfen haben, meine eigene Scham zu überwinden. Scham ist ein ganz normales Gefühl, das vor allem dann entsteht, wenn man sich verletzlich, ausgeliefert oder abhängig von anderen Menschen fühlt. Besonders in der Pflege, bei der man körperlich auf Unterstützung angewiesen ist, entsteht schnell eine Situation, in der man seine Intimsphäre öffnen muss. Ich persönlich bin aufgrund meiner Behinderung, einer infantilen Zerebralparese, ICP, seit meiner Geburt auf vollständige Hilfe angewiesen. Gerade beim Waschen, beim Toilettengang oder bei anderen intimen Pflegemaßnahmen ist es oft nicht leicht, seinen Körper anderen Menschen zu zeigen. Als Kind fühlte ich mich sehr unwohl, wenn ich mich vor anderen umziehen lassen musste. Anfangs kostete es mich viel Überwindung, solche Situationen überhaupt anzunehmen, geschweige denn offen damit umzugehen. Damals war mein Schamgefühl eine große Belastung, die mich daran hinderte, mich zu entspannen oder mich frei zu entfalten. Doch mit etwa 17 Jahren änderte sich meine Einstellung grundlegend. Ich erkannte damals, dass Scham mich nur einschränkte und blockierte. Sie verhinderte, dass ich ganz ich selbst sein konnte. Also beschloss ich ganz bewusst, gegen diese Schamgefühle anzugehen. Ein erster Schritt war damals, dass ich mich traute, ohne Schuhe nach draußen zu fahren. Klingt vielleicht klein, aber für mich war das eine wichtige und befreiende Entscheidung. Seitdem gehe ich immer offener und ehrlicher mit meiner Situation um. Du weißt vielleicht bereits, dass ich rund um die Uhr Einlagen, Windeln und Strumpfhosen trage und dass ich ganz offen darüber spreche, denn Offenheit ist der Schlüssel, der zur Akzeptanz führt. Inzwischen zeige ich meinen Körper sogar gerne öffentlich, wie du sicher weißt, wenn du meine detaillierten Pflegevideos kennst, die ich regelmäßig online stelle. Dadurch nehme ich der Scham endgültig ihren Raum und zeige authentisch, wie selbstverständlich und natürlich der Umgang mit meinem Körper und der Pflege sein kann. Ich mache das nicht nur, weil ich anderen helfen und Mut machen möchte, sondern auch, weil es mir selbst Freude bereitet und mir gut tut, offen zu sein. Für mich ist das ein Ausdruck meines Selbstbewusstseins und meiner Selbstakzeptanz. Im Sommer fahre ich zum Beispiel gerne nur mit Longsleeve und Feinstrumpfhose in die Natur. Dabei können andere Spaziergänger durchaus meine Einlage oder Windel erkennen. Wenn ich ehrlich bin, genieße ich diese zufälligen Begegnungen mittlerweile sogar, weil sie mir zeigen, wie offen ich inzwischen geworden bin. Ich möchte dir gerne einige Tipps mitgeben, die mir geholfen haben, diesen Punkt zu erreichen. Erstens: Offenheit. Sprich ganz klar und deutlich über deine Bedürfnisse, deine Ängste und über das, was dir peinlich ist. Je öfter du offen redest, desto leichter wird es dir fallen und desto mehr verschwindet die Unsicherheit Schritt für Schritt. Zweitens: Humor. Ich verspreche dir, dass ein bisschen Spaß und ein paar kleine Witze die Atmosphäre enorm entspannen können. Lachen verbindet und nimmt dem ganzen Thema den Druck. Drittens: Vertrauen zur Pflegekraft aufbauen. Das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt. Je besser du deine Pflegekraft kennst und je offener das Verhältnis zwischen euch ist, desto sicherer fühlst du dich in allen Situationen. Trau dich, eine enge und vertrauensvolle Beziehung zu deinen Pflegepersonen aufzubauen. Das lohnt sich sehr. Viertens: Trau dich, Dinge zu tun, vor denen du dich vielleicht noch schämst, die du aber eigentlich gerne machen würdest. Solange du dabei keine Rechte anderer verletzt, kannst du durch solche Erfahrungen dein Schamgefühl abbauen und lernen, dich freier und selbstbewusster zu fühlen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, sprich offen darüber, das wird dir gut tun. Ein weiterer wichtiger Ratschlag: Kommuniziere offen, klar und ehrlich, was deine Bedürfnisse, Wünsche oder Ängste betrifft. Es ist absolut in Ordnung, offen zu sagen, wenn dir etwas unangenehm ist oder wenn du dir etwas wünschst. Pflegekräfte sind dafür da, dich zu unterstützen
und auf deine Gefühle einzugehen. Und meistens verstehen sie deine Situation viel besser, als du vielleicht annimmst. Offenheit schafft Verständnis und Vertrauen. Nutze das für dich. An die Pflegekräfte unter euch. Bleibt sensibel und geht respektvoll mit dem Körper und den Gefühlen der Person um, die ihr betreut. Bietet aktiv Gespräche an, bleibt dabei aber diskret und verständnisvoll. Fragt offen nach, was ihr konkret tun könnt, damit sich eure Klienten wohler und sicherer fühlen. Eure Sensibilität und Empathie machen einen großen Unterschied. Zum Abschluss möchte ich dir eine wichtige Botschaft mitgeben: Scham ist ganz natürlich, aber sie darf dich nicht behindern. Mir persönlich hat es unglaublich geholfen, offen und selbstbewusst mit meiner Situation umzugehen. Seitdem ich aufgehört habe, mich zu verstecken und mich meiner Scham gestellt habe, fühle ich mich freier, glücklicher und sicherer. Pflege ist heute für mich nichts Unangenehmes mehr, sondern etwas Vertrautes, Entspanntes und Sicheres. Trau dich, diesen Schritt ebenfalls zu machen. Rede offen darüber, bleib authentisch und sei stolz auf dich selbst. Glaub mir, du bist nicht allein mit diesem Thema. Je offener du bist, desto leichter und schöner wird dein Leben.